Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext und gleich zu Beginn eine Bitte an euch. Abonniert mich bei Telegram. Ich möchte vom Zensur YouTube früher oder später wegkommen. Brauche aber dazu genauso viele Abonnenten wie bei YouTube. Also abonniert meinen Telegram-Kanal. YouTube zensiert ohne Ende. Ich bekomme Screenshots, wo genau drauf steht, mit Foto. Sekunde 24 habe ich dieses eine Wort gesagt. Und ihr wisst, wenn ein Video 10 Minuten geht, wie viele Wörter man redet. Und wenn man ein einziges Wort falsch redet, dann ist das schon eine Verwarnung wert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Deshalb will ich weg von dieser gesamten Zensur. Ja, ich darf das ja wiederum nicht sagen. Also okay, heute zum Thema, das ihr nicht glauben könnt, aber ihr wisst, alles was ich sage, kann ich mit verifizierten Quellen auch belegen. Aber viele glauben es nicht. Hitler lehnte den Bau von Bomben ab. Wie passt das zusammen? Ein Dämon, ein Massenmörder, der bereits 1933 einen Weltkrieg wollte, lehnte den Bau von Bomben ab, und zwar im Mai 1939. Wie passt das zusammen? Könnt ihr euch das vorstellen überhaupt? Naja, Hitler lehnte den Bau von Bomben ab. Während sich die Westmächte in Bündniswünschen und Kriegsvorbereitungen ergaben, dachte Hitler nicht an Krieg. Nicht anders lässt sich die unglaubliche und in den Geschichtsbüchern natürlich nicht erwähnte Aussage von Generalfeldmarschall Erhard Milch, Generaloberst und Generalinspektor der Luftwaffe, im Nürnberger Prozess erklären. Diese Aussage wird, wie in meinem Video über Göring, natürlich nicht in den Geschichtsbüchern erwähnt und natürlich auch nicht in den Schulbüchern. Diese Aussage lautete, ich zitiere, Milch sagte: Aufgrund der Tatsache, dass die deutsche Luftwaffe kaum über irgendwelche Bombenvorräte verfügte, habe ich den Antrag gestellt, dass Bomben gefertigt würden. Das war vorher von Hitler als nicht notwendig und überflüssig vorläufig abgelehnt worden. Zitat Ende. Wow. Der Generalfeldmarschall stellte den Antrag für den Bau von Bomben am 22. Mai 1939. Und obwohl Hitler, so die Regierungshistoriker, die ihm die Planung des Weltkrieges schon 1933 unterstellen, lehnte Hitler den Bau von Bomben ab. Im Mai 1939. Mamma mia. Wieso wird das nicht erwähnt in unseren Geschichtsbüchern? Von Schulbüchern rede ich gar nicht, so manipuliert. Aber wieso wird das nicht von unseren ich darf das Wort wiederum nicht, von unseren Staatshistorikern, wieso wird das nicht erwähnt? Dass im Mai 1939, 4 Monate vor dem Polenfeldzug, die deutsche Luftwaffe über fast keine Fliegerbomben verfügte. Generalfeldmarschall Milch gab weiter zu Protokoll, ich zitiere: Ich hatte nun unter dem Eindruck, dass es zu Verwicklungen kommen könnte, also mit Polen, darauf aufmerksam gemacht, also Hitler, dass die Luftwaffe mit ihrer Bomberflotte nicht aktionsbereit sei. Der Antrag ist von Hitler erneut abgelehnt worden. Er würde schon rechtzeitig Bescheid sagen, ob und wann wir Bomben brauchten. Als wir darauf aufmerksam machten, dass die Fabrikation von Bomben mehrere Wochen, ja Monate in Anspruch nehmen würde, erklärte Hitler, dass dafür auch später noch genügend Zeit vorhanden wäre. Ich habe aber nochmals später im Laufe des Spätsommers, also nach dem Mai, im Spätsommer, darauf aufmerksam gemacht. Auch da wurde es abgelehnt. Der Befehl, Bomben zu bauen, Bomben zu fertigen, ist von Hitler erst erteilt worden, obwohl wir schon vorher auf dieses Manko aufmerksam gemacht hatten,
am 12. Oktober 1939. Zitat Ende. Unglaublich, oder? Diese Aussage. Dass Hitler 6 Wochen nach dem Polenfeldzug den Befehl gab, Bomben zu bauen. Im Mai wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass man Bomben braucht vom höchsten General der Luftwaffe. Er hat abgelehnt. Im Spätsommer, kurz vor dem Polenfeldzug, wurde er noch einmal darauf aufmerksam gemacht. Hitler lehnte ab. Und erst nachdem Polen in die Knie gezwungen worden war und die Westmächte keinen Frieden akzeptierten, wie Hitler es angeboten hat, hat Hitler im Oktober, genau gesagt am 12. Oktober 1939, den Befehl dazu gegeben, Bomben zu bauen. Ich frage euch wirklich, wie passt das mit dem offiziellen Geschichtsnarrativ zusammen? Wie passt das zusammen? Wieso machen andere Historiker nicht das, was ich mache, dass ich jedes Dokument, jedes Protokoll des Nürnberger Prozesses durchlese und auf solche Sachen komme, die noch nie irgendwo hier zitiert worden sind? Wieso kommen die hochbezahlten Regierungshistoriker nicht darauf? Naja. Hitler lehnte den Bau von Bomben ab. Obwohl er ja offiziell schon 1933 einen Krieg wollte, lehnte er den Bau von Bomben sogar noch 6 Jahre später ab. Also mehr in die Irre führen kann man ja nicht. Alle diese Wahrheiten sind in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur aufgeführt. Bisher 6 Bände, sehr umfangreich. Das ist Band 3 über die Vorkriegsgeschichte. Ihr werdet es nicht glauben, was für Argumente und Dokumente ich hier gefunden habe. Man muss die gesamte Geschichte einfach neu schreiben und neu bewerten. Wird aber nicht gemacht, weil wir ja die Siegergeschichtsschreibung als Narrativ haben. Ich mache das aber. Und keine einzige Quelle konnte bisher widerlegt werden, obwohl es die Buchreihe seit 2019 gibt. Buchreihe. Ein Sonderband aus dieser Buchreihe ist das Buch, das ihr im Hintergrund seht. Ich nehme es nur mal in die Hand. Deutschland muss vernichtet werden. Mit dem Untertitel Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Warum ist Angela Merkel da auf dem Titelbild drauf? Ihr werdet es erfahren, wenn ihr das Buch lest, weil die Zersetzung von Deutschland geht bis heute weiter durch die Massenmigration, die ich auch dokumentiere anhand von Statistiken, die unwiderlegbar sind. Ich gehe auch auf den Huttenplan ein, den Morgenthau-Plan und alle diese Massenvernichtungspläne. Dazu habe ich etwas gemacht, das es noch in keinem Buch gibt, weltweit nicht. Und zwar habe ich eine Gesamtbilanz erstellt von Massakern an uns Deutschen. Und zwar, ich zeige euch diese Gesamtbilanz aus dem Buch. Ich habe sie rauskopiert. Und zwar steht zunächst der Ort, dann der Zeitraum, dann die Betroffenen, die Art des Massakers und die Toten. Und das dann alles aufgeführt und zusammengerechnet. Es sind Millionen deutsche Tote, Millionen, die heute einfach vergessen werden. Oder sie werden sogar noch ein zweites Mal geschändet, indem man ihnen sagt, ja, das waren alles Nazis, Wehrmachtssoldaten waren alles Massenmörder, unsere Großmütter waren keine Trümmerfrauen und so weiter und so fort. So wird das gemacht. Und ich habe dieses Buch geschrieben als Andenken. Es soll, auch sehr umfangreich, es soll ein Denkmal sein. Ein Denkmal für unsere Toten, für eure Großmütter, für eure Großväter. Das Buch ist unbequem. Die Quellen sind nicht wegzuklagen, aber das Buch ist trotzdem unbequem.
Und wir glauben, dass dieses Buch nicht lange auf dem Markt sein wird. Man wird irgendeine Methode finden, das Buch zu verbieten und zu verhindern. Deshalb bestellt es heute. Heute. Der Link ist unten angegeben. Und der viel wichtigere Grund ist für mich, ich habe es schon angesprochen, dieses Buch ist ein Andenken an unsere Toten. Wollt ihr an diesem Andenken teilhaben? Wollt ihr das Buch vielleicht euren Großeltern schenken? Dann kauft es. Ich habe viele Zuschriften bekommen für meine Videos und eine Zuschrift hat mich wirklich gerührt, muss ich sagen. Und es hat jemand geschrieben, sein Großvater hat geweint, als er meine Videos zum neuen Buch sah, dass man ihm als Wehrmachtssoldat eine Stimme gibt. Ihm als Wehrmachtssoldat, der heute schief angeschaut wird, wenn er das erwähnt und deshalb schweigt. Er bedankt sich bei mir, dass ich den Mut habe, dieses Buch zu veröffentlichen. Vielleicht denken mehr so, ich weiß es nicht, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Meinung. Abonniert meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de, jede Woche einen neuen Newsletter und, wie gesagt, abonniert mich auf Telegram. Der Link ist auch unten angegeben. Es ist einfach wichtig, ich möchte ein zweites Standbein aufbauen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.